1990er Jahre. Die Welt und Europa befinden sich im Umbruch. Die Sowjetunion ist gerade zusammengebrochen, Deutschland wiedervereinigt. Die innerdeutsche Grenze zwischen Ost und West, einst Teil des Eisernen Vorhangs, ist aufgehoben. In diesem besonderen Kontext schlagen zwei Forscherinnen in kleinen Grenzdörfern im ehemaligen Sperrgebiet ihre Quartiere auf. Die eine, Daphne, ist Amerikanerin, die andere, Valentine, Französin. Während manche über Geopolitik, Machtblöcke und Systeme sprechen, verfolgen Daphne und Valentine einen ethnografischen Ansatz, um die Transformationen zu verstehen. Das heißt, sie leben mit den DorfbewohnerInnen, lernen ihre Perspektiven kennen und beobachten ihr Handeln im Alltag. Ich habe an allen Dorffesten teilgenommen, die während meiner Aufenthalte stattfanden. Bei manchen war ich Laufmädchen, Helferin oder Bedienung. Ich wurde auch zu zahlreichen Familienfeiern eingeladen. Geburtstage, Hochzeiten, Taufen, Silberhochzeiten und natürlich zu den traditionellen Schweineschlachtungen. Diese Monate und Jahre, die sie in den Dörfern verbringen, ermöglichen es Daphne und Valentine nicht nur, sich in das Dorfleben zu integrieren. Sie erforschen außerdem, wie sich das soziale Leben der Menschen nach dem Verschwinden der physischen Grenze ausprägt. Daphne beobachtet auf thüringischer Seite: Im Dorf griffen die BewohnerInnen nach ihren Ausweisen, wenn sie die Stelle passierten, an der zuvor der Schlagbaum des Sperrgebiets gestanden hatte, der den Ort vom Rest der DDR trennte. Diese Bewegung war so automatisiert, dass sie noch Jahre nach der Abriegelung ihres Ortes ausgeführt wurde. Am Ende ihres Buches schreibt Valentine: Diese beiden Dörfer sind mit ihren Transformationen noch nicht am Ende. Es ist nicht sicher, ob wir schon genug zeitlichen Abstand haben, um endgültige Schlüsse über die seit der Wiedervereinigung beobachteten Prozesse zu ziehen. Denkt sich Caroline. Nicht genug zeitlichen Abstand. Auch sie ist Forscherin und die Bücher von Daphne und Valentine wecken ihr Interesse. Genauso wie bei Beatrice, Laure und Josephine, französischen Kolleginnen, die das Thema Grenzen besonders beschäftigt. Seit der Veröffentlichung der Bücher von Daphne und Valentine ist einiges passiert. In den Dörfern, die sie in den 1990ern erforscht haben, sind manche ZeitzeugInnen des Eisernen Vorhangs schon nicht mehr da. Andere sind inzwischen erwachsen geworden, ohne je selbst diese Epoche erlebt zu haben. Die Forscherinnen sind sich schnell einig. Die Arbeit von Daphne und Valentine ist ein echter Schatz. Zurückzukehren wäre eine einmalige Gelegenheit. Mit dem zeitlichen Abstand könnten wir noch mehr über das Leben in den ehemaligen Grenzgebieten verstehen. Und so beginnt ein neues Forschungsprojekt. Ist diese Grenze 35 Jahre später noch spürbar? Schnell entstehen neue Fragen. Was ist mit Arbeit? Welche Bedeutung haben Abwanderung, Rückwanderung und Zuwanderung? Wie blicken die BewohnerInnen in die Zukunft? Was ist mit ländlicher Entwicklung? Was ist mit Mobilität und Immobilität? Was ist mit Stadt- und Regionalplanung? Welche Rolle spielt die Energiewende? Was sind die dortige gesellschaftliche Vorstellungen? Mit Judith, Caroline, Laure, Hélène, Joséphine, Beatrice, Hugo, Bastien. Machen sich die Forscherinnen bereit, zurückzukehren. An die Orte, die Daphne und Valentine einst erkundet hatten. Und wer weiß, vielleicht begegnen sie ja jemandem aus dem Team, wenn sie heute durch eines dieser Dörfer flanieren.